In den 50er Jahren stellte Forscher Ancel Keys die These auf, dass gesättigte Fettsäuren und Cholesterin hauptverantwortlich für Herzerkrankungen sind. Und das wurde allerdings von vielen anderen Forschern und Wissenschaftlern widerlegt. Nichtsdestotrotz hat Ancel Keys die mediale Aufmerksamkeit bekommen und seitdem heißt es, dass eine fettreiche Ernährung hauptverantwortlich ist für die ganzen Herzerkrankungen. Und ob es stimmt oder nicht, das schauen wir uns mal in den nächsten Schritten mal genauer an. Kommen wir nun zu einem Arzt namens Dr. Nathan Pritkin. Und Dr. Nathan Pritkin befürwortete eine fettarme Ernährung, aber was er auch befürwortete, ist eine Reduzierung in Weißmehl, Zucker und industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Und die Menschen, die sich an diese Ernährungsweise von Dr. Nathan Pritkin gehalten haben, die haben dann letzten Endes einen gesenkten Blutdruck gehabt, einen gesenkten Cholesterinwert, dann haben sie auch an Gewicht abgenommen und vor allem sie hatten ein niedriges Risiko, an Herzerkrankungen zu erkranken. Und letzten Endes ist es ja eigentlich schön und gut, aber es ist wirklich gut, sich fettarm zu ernähren. Denn wenn du dich fettarm ernährst, kannst du auch andere Nachteile davon bekommen oder andere Symptome und Erkrankungen, wie zum Beispiel du hast dann einfach mangelnde Energie. Weil Fette sind einfach die Energiequelle Nummer 1. Pro Gramm Fett hast du 9 Kalorien. Im Vergleich zu Kohlenhydraten, da hast du nur 4 Kalorien pro Gramm. Also von dem her, Fette sind die Energiequelle Nummer 1. Okay. Dann bekommst du auf jeden Fall auch Konzentrationsschwächen, denn wenn du die ganze Zeit dich mit Kohlenhydraten vollstopfst, dann hast du ja immer diesen Mittagstief. Also den kennst du ja bestimmt, wo du dich einfach müde, schlapp fühlst, benebelt, du kannst einfach dann nichts machen. Und das sorgt dafür, wenn du dich viel mit Zucker und Kohlenhydraten ernährst, dass du letzten Endes benebelt bist, dass du nicht konzentriert bist. Du kannst dich nicht langfristig konzentrieren. Bei Fetten ist es ganz anders, denn wenn wir Fette zu uns aufnehmen, dann ist es für unser Gehirn das Beste, die beste Quelle, um quasi dann letzten Endes am besten zu funktionieren. Da letzten Endes kann es auch dazu führen, wenn du dich fettarm ernährst, dass du depressiv wirst. Und dass du sogar Gewicht zunehmen kannst. Denn wenn du halt zu viel Kohlenhydrate und Zucker zu dir aufnimmst, dann überbelastet es deine Mitochondrien und das sorgt dafür, dass du Fett zunehmen kannst und das sorgt dafür, dass du übergewichtig werden kannst. Deswegen ist es auch ein weiterer Nachteil von einer fettarmen Ernährung. Alles klar, Digga. Und es kann auch dazu führen, dass du einen Mineralstoffmangel bekommst. Denn in manchen tierischen Produkten, die halt meistens aus Fett und Protein bestehen und nicht aus Kohlenhydraten, die haben auch sehr wichtige Mineralstoffe und Vitamine, die du halt so über pflanzliche Ernährung nicht herbekommst, wie zum Beispiel Vitamin B12 oder viel Zink, Eisen und so weiter und so fort. Und das hat dann auch Dr. Nathan Pritkin irgendwann erkannt, denn er erkrankte dann an Leukämie. Und das sorgte dafür, dass Dr. Nathan Pritkin letzten Endes sehr depressiv wurde. Und das kann natürlich daran liegen, dass er sich fettarm ernährt hat. Denn ein Symptom einer fettarmen Ernährung ist Depression. Zudem hat er halt eben Leukämie gehabt und er hat wahrscheinlich herausgestellt, dass er zwar Herzerkrankungen minimieren kann mit seiner Ernährungsweise, aber dafür nicht andere Erkrankungen verhindern kann. Und das sind ihn wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben, noch durch seine Depression, und er hat sich letzten Endes das Leben genommen. Wow. Aber jetzt muss man sich eine Frage stellen. Ist es wirklich das, was Dr. Nathan Pritkin herausgestellt hat, dass eine fettarme Ernährung dafür sorgt, dass du ein höheres Risiko hast, an Herzerkrankungen zu erkranken? Oder gibt es eine andere Ursache dafür, dass man halt eben mehr Herzerkrankungen bekommt? Und dabei müssen wir tiefer in den Kaninchenbaum eintreten. Denn von 1920 gab es kaum Herzerkrankungen in Amerika. Das ist erst in den nächsten Jahrzehnten gestiegen und von 1950 waren Herzerkrankungen die Haupttodesursache in Amerika. Und liegt es dann wirklich an einer fettreichen Ernährung, dass das Risiko an Herzerkrankungen gestiegen ist oder an etwas anderes? Also ich sage an etwas anderes, denn von 1910 bis 1970 haben die Amerikaner wenig gesättigte Fette und Cholesterin konsumiert. Also es ist von 83% auf 62% runtergegangen. Und dabei ist aber der Konsum von Margarine, Backfett und Pflanzenölen gestiegen um 400% und gleichzeitig auch der Konsum von Zucker und Weißmehl um 60%. Und wenn man sich das jetzt so durch den Kopf gehen lässt, dann weiß man, dass die Ursache für Herzerkrankungen nicht eine fettreiche Ernährung ist, sondern eine fettarme Ernährung und vor allem ein zu hoher Konsum an Backfetten, Margarine, Samenölen, Zucker und Weißmehl ist. Also die sorgen mehr dafür, weil die halt eben viel Omega-6-Fettsäuren haben und die sorgen dafür, dass du halt mehr Entzündungen bekommst und das kann dafür sorgen, dass du halt ein höheres Risiko hast, an Krebs oder Herzerkrankungen zu erkranken. Aber um dich noch mehr zu überzeugen, dass Fette nicht schädlich für dich sind, möchte ich dir jetzt ein paar Studien vortragen. Und die erste Studie ist die Framingham Heart Studie.
Da nahmen 1948 6.000 Menschen aus der Stadt Framingham aus Amerika teil und der einen Gruppe wurde viel Fette und Cholesterin aufgetragen zu essen und der andere eher weniger. Und der Leiter selbst stellte nach 40 Jahren fest, dass die Leute, die sich sehr reich an Fetten und Cholesterin ernährten und gleichzeitig auch viel Kalorien zu sich nahmen und zudem noch sportlich aktiv waren und wenig Gewicht besaßen, dass sie ein niedriges Risiko hatten, an Herzerkrankungen zu erkranken. Dann kommen wir zu einer britischen Studie. Dort wurde den tausenden Teilnehmern aufgetragen, dass die eine Hälfte sich sehr reich an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin ernähren sollte und die andere Hälfte sollte sich sehr reich an Margarine und Samenöl ernähren. Was man letzten Endes herausstellte, ist, dass die Leute, die sehr viel Margarine und Backfette und Samenöle konsumierten, dass sie 100% mehr Todesfälle zeigten, als beispielsweise die Menschen, die sich sehr reich an gesättigten Fettsäuren oder Cholesterin ernährten. Oh mein Gott! Wow! Eine weitere Studie namens die Multiple Risk Factor Intervention Trial Studie, die untersuchte die Sterblichkeitsrate und die Essgewohnheiten von 12.000 Teilnehmern. Und bei dieser Studie stellte man letzten Endes fest, dass die Menschen, die einen niedrigen Konsum an Cholesterin und gesättigten Fettsäuren hatten, dass sie ein niedriges Risiko hatten, an Herzerkrankungen zu erkranken. Nichtsdestotrotz stieg bei ihnen auch die Sterblichkeitsrate an. Denn andere Todesfälle, wie zum Beispiel Krebs, Gehirnblutungen oder Selbstmord, vermehrten sich dann. Shit just got real. Jetzt kommen wir noch zu den Studien zu den traditionellen Bevölkerungsgruppen. Und dabei kommen wir zu den jemenitischen Juden. Denn die jemenitischen Juden aus Jemen, die weisen ein geringes Risiko, an Diabetes oder Herzerkrankungen zu erkranken, obwohl sie sich sehr reich an Cholesterin und gesättigten Fettsäuren ernähren. Die jemenitischen Juden aus Israel allerdings, die sich sehr reich an Pflanzenöl und Samenöl ernährten, die erweisen ein höheres Risiko, an Diabetes oder Herzerkrankungen zu erkranken. Dann, wenn wir Richtung Indien schauen, dann konsumieren die Nordinder 17 mal mehr tierische Fette und haben 7 mal weniger das Risiko, an Herzerkrankungen zu erkranken, als die Südinder, die halt eben weniger tierische Fette zu sich konsumieren. Selbst die Maasai und andere afrikanische Stämme weisen keine Herzerkrankungen und niedrige Cholesterinwerte auf, obwohl sie sich sehr reich an tierischen Fetten ernähren. Auch die Eskimos verzehren sehr viel Fische und Meeresfrüchte und leben dadurch gesünder. Und in der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien konsumieren sehr viele Menschen tierische Produkte oder tierische Fette oder haben halt eine sehr lange Lebensspanne. Not bad, not bad. Now you. In Okinawa, wo die durchschnittliche Lebensdauer von Frauen bei 84 Jahren liegt, diese konsumieren viel Schweinefleisch und Meeresfrüchte. Und auch die Menschen von Kreta, die sich 70% von Fetten ernähren, wie zum Beispiel Lammfleisch, Ziegenkäse, Meeresfrüchte und Fische, die erweisen eine sehr hervorragende Gesundheit und eine hervorragende Langlebigkeit. Und auch die Japaner, die die längste Lebensspanne in der ganzen Welt haben, ernähren sich moderat an Fetten und tierischen Produkten, obwohl sehr viele Menschen denken, dass sie sich halt fettfrei ernähren. Was nicht stimmt, weil sie halt eben doch noch moderat an Fetten ernähren. Die essen halt aber eher weniger so verarbeitete Lebensmittel, Weißmehl, Zucker und so weiter. Und das sorgt dafür, dass sie halt eben länger leben. Und wenn du jetzt sagst, ach, das beweist jetzt nicht, dass eine fettreiche Ernährung dafür sorgen kann, dass Menschen länger leben. Wenn du dir aber jetzt darunter die Schweizer und Österreicher und Griechenländer anguckst, die ernähren sich alle sehr reich an tierischen Produkten und tierischen Fetten und haben auch eine sehr lange Lebensdauer. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem abschließenden Beispiel, nämlich zu den Franzosen. Und wer einmal schon die französische Küche genossen hat, der weiß, dass die Franzosen sich sehr reich an tierischen Fetten und tierischen Produkten ernähren, wie zum Beispiel Fische, Meeresfrüchte, Fleisch, Butter, Eier und so weiter. Bei den Franzosen ist eigentlich nur das Problem, dass sie sehr reich an Zucker, Weißmehl und verarbeiteten Lebensmittel ernähren. Und das sorgt dafür, dass sie halt andere Erkrankungen bekommen, die dafür sorgen, dass sie immer kränker werden. Jetzt weißt du, dass eine fettreiche Ernährung nicht der Hauptgrund ist, um ein erhöhtes Risiko zu bekommen, an Herzerkrankungen zu erkranken. Aber wie schaut es da mit Krebs aus? Denn viele Regierungen und auch das Nationale Krebsinstitut versuchen dir zu propagieren, dass wenn du dich sehr reich an gesättigten Fettsäuren und Cholesterin ernährst, dass du Krebs bekommen kannst. Wo eigentlich komplett das Gegenteil der Fall ist, denn wenn du dich mehr mit Samenölen ernährst, dann kann das Risiko auftreten, dass du halt eben Krebs bekommen kannst. Jetzt kommen wir zum Fazit. Also Fette, natürliche Fette, nicht verarbeitete Fette, sind gesund für dich. Denn Fette sind eine hervorragende Quelle für dein Gehirn.
denn dein Gehirn arbeitet am besten, wenn du Fette verbrennst. Gleichzeitig geben dir Fette auch mehr Energie und nicht dieses Heißhungergefühl, sondern sie sättigen dich und das sorgt dafür, dass du nicht so diese Stimmungsschwankungen bekommst und die ganze Zeit so müde bist. Gleichzeitig sind auch Fette wichtige Bausteine für Zellmembrane, Hormone wie Testosteron und beispielsweise auch Wachstumshormone und sie enthalten auch sehr viele fettlösliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin A, D, E und K1 und K2 und gleichzeitig sorgen sie auch für eine bessere Aufnahme von Mineralstoffen. Und welche Fette du eher vermeiden möchtest, sind dann die Transfette, also die aus Samenölen, Weißmehl, Zucker und so weiter. Das möchtest du alles vermeiden, denn das sorgt dafür, dass du mehr Entzündungen bekommst, weil sie sehr reich an Omega-6-Fettsäuren sind. Und das kann dafür sorgen, dass du halt eben ein erhöhtes Risiko hast, an Krebs oder Herzerkrankungen zu erkranken. No. Gleichzeitig rauben dir auch Transfette deine Mineralstoffe, Vitamine und Enzyme aus deinem Körper, was du auf jeden Fall auch nicht haben möchtest. Deswegen ernähre dich mehr mit so natürlichen Fetten wie Avocado, wie mit Nüssen, Samen, Fleisch, also auf jeden Fall das grasgefütterte Fleisch, wild gefangener Lachs, Bio-Eier und so weiter und so fort. Und vermeide lieber so Samenöle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Maisöl, Sojaöl und also die ganzen Pflanzenöle auf jeden Fall. Und am besten auch noch den Zucker. Und wenn du wissen möchtest, was passiert, wenn du den Zucker für 2 Wochen weglässt, dann kannst du dir auf jeden Fall ein Video von mir angucken, wo ich da auf jeden Fall noch mehr ins Detail gegangen bin. Und dann vermeide auf jeden Fall auch Weißmehl, also Getreideprodukte. Reduziere deine Kohlenhydrate. Wenn du wissen möchtest, was passiert, wenn du auf eine Low-Carb-Ernährung gehst, dann habe ich hier oben auch irgendwo ein Video in der Infokarte verlinkt. Nice. Gut, das war's jetzt vom Video. Ich hoffe, dass du jetzt aus diesem Video sehr viel herausnehmen konntest und sehr viel dabei lernen konntest. Und dass du jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Wissen hast in Form von Fetten und dass du jetzt weißt, dass Fette gesund für dich sind. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde es mir auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt und mir nicht vergisst zu abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video. Dein David. Und vergiss nicht, Fette sind gesund für dich. Transfette sind ungesund für dich. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden.